Ganz einfach ein passives Einkommen dank Proof of Stake aufbauen? Wie das geht, auf was du achten musst, zeige ich dir in diesem Video. Bist du bereit? Los geht's! Hallo und herzlich willkommen. Dieses Video stellt wie immer keine finanzielle Beratung dar und hilft dir nur, das Ganze in den Kontext zu setzen. Klingt das nicht ganz verlockend? Ein passives Einkommen generieren mit Proof of Stake, dabei selber nichts wirklich zu machen und einfach zuschauen, wie sein Vermögen immer größer und größer wird? Das klingt doch alles ganz verlockend. Und das ist es auch. Was man aber nicht vergessen darf, dass natürlich auch damit ein Risiko einhergeht. Wo dieses Risiko liegt, auf was du unbedingt achten musst, wenn du so etwas machst, das schauen wir gemeinsam in diesem Video an. Denn ich möchte dir mit diesem Video die Hilfsmittel mitgeben, damit du für dich einordnen kannst, ob diese Variante für dich in Frage kommt und auch eine Risikoabschätzung machen kannst, die nicht abschließend ist, aber die dir schon mal ein gutes Gefühl gibt, ob ein Projekt seriös sein könnte oder ob es sich doch eher um ein schnelles Geld oder um ein Ponzi-Schema handeln könnte. Aber was ist Staking genau? Um das zu verstehen, musst du dich mit der zugrunde liegenden Technologie der Blockchain auseinandersetzen, in diesem Fall der Konsensusmechanismus Proof of Stake. Wie dieser im Detail genau funktioniert, habe ich dir schon mal in einem Video in Tiefe erklärt. Darum empfehle ich dir unbedingt, dieses Video noch jetzt anzuschauen, falls du noch nicht weißt, was Proof of Stake im Detail ist, damit du die Zusammenhänge in diesem Video auch besser für dich einordnen kannst. Nun weißt du, dass bei Proof of Stake sogenannte Staking Rewards ausbezahlt werden und diese Staking Rewards dir zufließen können. Lass uns weitermachen. An dieser Stelle lass mich noch klarstellen, dass es sich hierbei wirklich um das reine Staking auf der Blockchain handelt und nicht um dieses ganze Pseudo-Staking, das dir an vielen Kryptobörsen angeboten wird, indem du dort alle jegliche Coins hinterlassen kannst und eigentlich nichts anderes wie einen Zins darauf bezahlt kriegst, dass du diese Coins nicht zur Verfügung hast. Es geht hier in diesem Video wirklich um das richtige, pure Staking auf der Blockchain. Denn Staking kann nur bei Proof of Stake Blockchains geschehen. Alle anderen Blockchains, die zum Beispiel nach Proof of Work funktionieren, habe ich dir übrigens auch in diesem Video mal im Detail erklärt, wie zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum, die können gar keine Staking Rewards generieren. Das ist wichtig, dass du das im Hinterkopf behältst, auch falls dir irgendjemand mal ein Angebot macht, dass er deine Coins staken kann und dass du mit denen Staking Rewards erzielen kannst. Jetzt fragst du dich natürlich, ja gut, das ist ja toll, wenn es dort Belohnungen gibt, aber wie kann ich daran teilnehmen? Es gibt eigentlich immer bei Proof of Stake genau zwei Varianten, wie du daran teilnehmen kannst. Das kannst du zum einen als Validator machen, indem du dem Netzwerk einen Node zur Verfügung stellst. Node heißt eigentlich nichts anderes als Knoten. Das heißt, du lässt eigentlich deinen Rechner an der Blockchain partizipieren und hast dann auch die Möglichkeit, den nächsten Block an die Blockchain anzufügen. Das setzt natürlich voraus, dass du die Materie kennst, dass du die Hardware hast und dass du auch ein bisschen Basiskenntnisse in Programmiersprachen hast. Die zweite Variante ist, da natürlich die wenigsten von uns diese Kenntnisse haben, als Delegator oder Delegator am Netzwerk teilzunehmen. Das bedeutet eigentlich, dass du deine Coins dem Netzwerk zur Verfügung stellst über einen Validator und dadurch eigentlich teilnehmen kannst und davon einen Anteil von dieser Belohnung erhältst. Jetzt gehen bei dir vielleicht die Alarmglocken und sagen, ja, aber Moment, dann gebe ich ja meine Coins an eine Drittpartei ab. Dann habe ich ja wieder das Problem, dass die Sicherheit abnimmt. An dieser Stelle kann ich dich beruhigen. Wenn du Staking betreibst als Delegator, ist es so, dass deine Coins zu jedem Zeitpunkt bei dir in deinem Wallet verbleiben. Das hat mit dem zugrunde liegenden System der asymmetrischen Kryptographie zu tun. Wenn du dir vielleicht diesbezüglich auch noch ein paar mehr Details holen willst, kann ich dir gerne dieses Video empfehlen, wo ich dir eigentlich schon den Unterschied zwischen symmetrischer und asymmetrischer Kryptographie empfehle und du dir das Ganze vielleicht ein bisschen besser einordnen kannst. Aber Fakt ist, die Sicherheit ist hoch, denn die Coins bleiben zu jedem Zeitpunkt bei dir und du hast nur die Rechte, die du quasi abgibst, dass deine Coins am Netzwerk teilnehmen können. Das bedeutet eigentlich, dass du ohne großen Mehraufwand deine Coins staken kannst, auf diesen Coins sehr attraktive Rewards generieren kannst und dadurch dein Vermögen immer weiter und weiter aufbauen kannst. Und glaub mir, diese Rewards, die sind echt gut. Das kann von einstelligen bis zweistelligen Prozentsätzen gehen. Und das ist etwas, das kriegst du auf keiner Bank. Das klingt doch alles mega verlockend, oder nicht? Ja, natürlich ist das verlockend, aber es ist natürlich auch ein Risiko dabei. Und diese Risiken, die Hauptrisiken, möchte ich dir hier unbedingt vorstellen, damit du auch die negativen Seiten kennst, um für dich das Ganze abschätzen zu können.
Denn es kann sehr gefährlich sein, leichtsinnig, aus Emotionen wie Gier, in ein Projekt einzusteigen, das dir unglaublich hohe Staking-Renditen verspricht und dann plötzlich zusammenbricht. Denn was bringt dir das, wenn du mehrere 100% an Staking-Rewards kriegst, aber deine Coins am Ende wertlos sind? Sprich, dein Geld wertlos wird. Doch bevor wir zu den Tipps kommen, lass mir doch noch ganz schnell ein Abo da, drück die Glocke, damit du auch keine Neuigkeiten mehr in Zukunft verpasst. Denn es ist ein kleiner Klick für dich, aber ein unglaublich großer Klick für den Krypto-Pionier. Kommen wir nun zu einer Checkliste, die dir einen Leitfaden gibt, Projekte ein bisschen einordnen zu können. An erster Stelle ist es natürlich wichtig, dass du ein seriöses Projekt findest. Das heißt, analysiere dein Projekt wirklich komplett, bevor du überhaupt langfristig einen einzigen Cent oder Rappen da reinsteckst. Einen Leitfaden, wie du potenziell erfolgreiche Projekte für dich herausfinden kannst, habe ich dir in diesem Video bereits zusammengestellt und ich empfehle dir unbedingt, dort auch einen Blick reinzuwerfen. Denn das ist einer der allerwichtigsten Punkte, denn du möchtest ja langfristig von deinem passiven Einkommen profitieren und nicht nur das schnelle Geld machen, das übrigens in den meisten Fällen nicht funktioniert. Es ist ebenfalls wichtig, einen Realitätscheck durchzuführen. Solltest du unglaubliche Staking-Rewards erhalten, und ich rede hier von mittleren bis hohen 2- bis 3-stelligen Prozentbeträgen, solltest du kritisch werden. Du sollst dich dann immer fragen, wie kann ein Projekt so hohe Renditen überhaupt möglich machen? Woher kommen die? Und dazu ist es auch wichtig, dass man sich mit den Tokenomics beschäftigt. Denn was bringt dir am Ende des Tages, wenn du 100% jährlich an Rewards erhältst, aber dein Coin so dermaßen an Wert verliert, dass er in einem Jahr wertlos ist und dein logischerweise investiertes Geld ebenso. Wenn du diese ersten 2 Punkte verfolgt hast, dann hast du schon einige unseriöse Projekte umgangen. Jetzt kommt ein nächster sehr, sehr wichtiger Punkt, und zwar die Auswahl eines seriösen Validators. Wie ich vorhin erwähnt habe, wenn du deine Coins delegierst du die an einen Validator, der einen Node betreibt und diesen dem Netzwerk zur Verfügung stellt. Und daher, dass der laufen muss und zuverlässig sein muss, ist es so, dass auch nur Rewards fließen, wenn dieser Node seriös und ohne Unterbrüche betrieben wird. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass diese Validatoren, weil sie die Hardware und das Know-how zur Verfügung stellen, auch einen Teil der Rewards, also deiner Rewards, als sogenannte Validator-Fee, also als Gebühr, abziehen werden. Und hier lohnt es sich auch immer innerhalb eines Projektes zu vergleichen, welcher Validator nimmt wie viel Prozent von dieser Gebühr. Und wie vorhin erwähnt, muss der Validator auch zuverlässig arbeiten und eine 100%ige Zeit online sein. Viele Blockchain-Projekte, wie zum Beispiel Casper oder Cardano, zeigen die Verfügbarkeit von Validatoren auf den Hauptseiten an. Und dieser Wert sollte im Idealfall immer bei 100% sein oder nahe 100%. Ein weiterer Punkt, wie du seriöse Validatoren erkennen kannst, ist auch oft auf deren Homepage. Denn seriöse Validatoren betreiben oft eine Homepage, wo sie Daten über sich preisgeben, wie sie den Node betreiben und auch sonstige Daten, ethische Grundeinstellungen, welche Energie sie verwenden und so weiter und so fort. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Dann Sperrzeiträume. Mit Sperrzeiträumen ist die Zeit gemeint, die du benötigst, bis du deine Coins nach dem Staking wiederverwenden kannst. Hier kommt es immer auf die Blockchain an. Manche Projekte können die Coins direkt abrufen und bei anderen gibt es Sperrzeiten. Diese können von Stunden bis zu mehreren Tagen dauern. Und dieser Punkt ist enorm wichtig, je nach Risikoanalyse und je nach Risikobewusstsein, dass falls mal wirklich ein schlimmes Ereignis eintreten sollte, du auch schnell an deine Coins rankommst. Denn ich habe auch schon Projekte gesehen, wo es teilweise mehrere Monate bis Jahre dauern kann, dass man seine Coins wieder zurückkriegt. Und solche Informationen findest du natürlich immer in den Unterlagen der jeweiligen Blockchain oder aber auch im White Paper. Dann der nächste Punkt, Sonderregelungen. Da es nicht den Proof-of-Stake-Mechanismus gibt und auch diverse Variationen zwischen verschiedenen Projekten, ist es enormst wichtig zu schauen, ob es Sonderregelungen gibt. Vor allem eine möchte ich dir vor Augen führen. Und zwar geht es um das sogenannte Slashing. Denn wenn du diesen Punkt nicht beachtest, dann kannst du alle Coins verlieren. Der Punkt ist einer, den ich als am allerwichtigsten ansehe. Was ist Slashing nun genau? Slashing ist eigentlich ein Mechanismus, der von der Blockchain vorgegeben wurde, dass wenn jetzt zum Beispiel rauskommen sollte, dass ein Validator nicht zuverlässig arbeitet, sprich seinen Node nicht zuverlässig betreibt oder auch zum Beispiel versucht, die Blockchain zu fälschen, seine Coins, die eingesetzt wurden, also der Stake und auch natürlich deine Stakes, geslasht werden, das heißt vernichtet.
Das bedeutet, wenn du einen Validator nimmst auf einer Blockchain, die diesen Mechanismus des Slashings betreibt und der verhält sich entsprechend nicht an die Regeln dieser Blockchain, kann es sein, dass deine Coins vernichtet werden und dann hast du einen Totalverlust. Und da kannst du nichts machen. Da werden, egal ob du den Validator kennst oder nicht, wenn der geslasht wird, sind deine Coins automatisch mitgeslasht, egal ob die in deinem Wallet sind oder nicht. Und das ist wichtig zu wissen. Drum schau immer in Projekten, wo du investiert bist, ob dieser Artikel bzw. ob diese Sonderregelung im White Paper irgendwo abgedeckt ist und wenn nicht, geh dem nach, um wirklich sicher zu sein, dass du dort auf der sicheren Seite bist. Darum die Information immer im Hinterkopf halten. Ein weiterer Punkt, der vielleicht jetzt nicht offensichtlich ist, ist das Steuerliche. Bei den Staking Rewards ist es auch so, dass du diese natürlich versteuern musst, weil diese eine Art Einkommen sind. In Deutschland war es lange Zeit so, dass wenn man Staking betrieben hat, die Jahresfrist von 1 Jahr auf 10 Jahre verlängert wurde und hier gab es bereits Anpassungen. Ich bin kein Steuerberater und das ist auch keine steuerliche Beratung, aber ich habe dir dieses Schreiben vom Bundesfinanzministerium unten in den Quellen verlinkt, sodass du es durchlesen kannst und allenfalls auch deinem Steuerberater weitergeben kannst. Da in der Schweiz und in Österreich zum Teil andere Gesetze herrschen als in Deutschland, bitte ich dich auch an dieser Stelle, das Steuerliche mit deinen entsprechenden Finanzämtern oder dem Steueramt abzuklären oder mit deinem Steuerberater, damit du dort auf der sicheren Seite bist. Eine Daumenregel ist immer so, alles was du offenlegst und vorhältst den Behörden, kann nicht gegen dich verwendet werden und als Steuerhinterziehung angeklagt werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, sobald du irgendwo stakest, beginne diese Transaktion aufzuschreiben, beginne diese Staking Rewards zu tracken. In der Regel haben solche Blockchains auch Mechanismen, dass man diese Daten als Excel oder auch in ein Steuersoftwareprogramm runterziehen kann, dass du dort auf der sicheren Seite bist. Denn es ist ja auch in deinem Interesse, dass du legal unterwegs bist und Staking ist legal. Das ist also auch nicht mehr etwas Schattenhaftes oder etwas shady, sondern es ist wirklich eine legale Art, dein Einkommen zu vermehren. Denn eines ist sicher, die nächste Steuererklärung kommt bestimmt. Wenn du diese Checkliste abgearbeitet hast, dann hast du schon unglaublich viel gemacht, um sicher und sauber Staking betreiben zu können. Klar, es gibt immer ein Restrisiko, aber wo kein Risiko ist, da ist auch kein Gewinn. Und sollten dir an dieser Stelle noch Punkte fehlen oder hast du noch andere Wünsche und Anregungen, die dir in diesem Video fehlen, dann lass es mich doch unten in den Kommentaren wissen. Schau dir gerne auch meine anderen Videos noch an. Ich wünsche dir viel Erfolg und bis im nächsten Video. Mach's gut!